Setz dich, Alter. Dies Rehe ist nur für echte Schützen. Gelagte setz dich, alter Mann. Dies Rehe ist für Schützen. Der Young, der das sagte, dreht sich nicht einmal O War 19, Via Lake 20, nehmt hinter 9.000 Euro a US Carbon Phaser und Titan, und der alte Mann im Klappstuhl hinter ihm hat den Fehler gemacht, sich zu raspen. Zwei Tage nach Beginn der Ausstellung, ein Scheck über 20.000 Euro an einem Korkbrett befestigt, und ein 25 cm Stahlscheibe saß unberührt 1000 Meter entfernt im Hitzeflimmen. Das war der Satz, der durch die Mensch drang. Setz dich, alter Mann. Niemand korrigiert den Jungen. Niemand schaut auch nur herüber. Der alte Mann vollzieht einfach die Hand im Schoss, das ein gut Auge unter der Krempszene Mutzer Gendwo weit hinter der Schussleine gerichtet, und sagte gar nichts. Wenn ein Mann das recht verdient hat, auf dieser Leine in einem Stuhl zu sitzen, schreibt jetzt sie 5 in die Kommentar, denem End wordet ihr Jenner wissen, wer darin saß. Sein Name war Ernst Mercer. War 78 Jahre alt. Trug ein schwarz Augenklapp über dem linken Auge und ein sogar verblists Marine Corps Emblem vorn auf seiner Mütze, und war 650 Kilometer durch die Deutschland West gefahren, ignoriert zu werden. Die Herausforderung war seit einem Monat das Gesprächsthema in der Präzisionsschützenwelt. Ein Laufhersteller aus Arizona hat den größten Stand auf der Ausstellung aufgebaut und ein Versprechen daran geheftet, 20.000 Euro in bar für jeden Schützen, der ein 25 cm Stahlscheibe auf 1.000 Meter treffen konnte. Ein Schuss zur Qualification. Munition gestellt, Beobachter gestellt. Aber es gab einen Haken und der Haken war der eigentliche Punkt, nur Chemie und Korn, kein Zielfernrohr, keinerlei optische Hilfe. Das Unternehmen verkaufte die besten Optiken, die Geld kaufen konnte, und hat das gesamte Spektakel darum herum aufgebaut, sie wegzunehmen, denn nichts sieht ein Mensch so an wie das Zuschauen, wie die modern Welt durch ein alte Hartfertigkeit gedemütigt wird. Ein 25 cm Scheibe auf 1.000 Meter entspricht fast genau einer Winkelminute. Es ist die Breite eines Stellers, gesehen aus 11 Fußballfeldern Entfernung, und über offenen Metallvisieren sitzt sie hinter dem Vorderkorn, wie ein Staubkorn auf einer Fensterscheibe, schwimmend im Fata Morgana, von einem Wind nach links und rechts geschoben, den niemand sehen kann. Zwei Tage lang hatten sich die besten Präzisionsschützen aus 3 Bundesstaaten angestellt, es zu versuchen. Sie hatten versagt. Gesponsert Schützen MIT nationalen Rekorden hatten sich in die Leine gestellt, sich hinter das Lagerwehr des Unternehmens gelegt ein langes, schweres Buchsengewehr in .308. Ein Diopter hinten, ein Globuskorn vorn, die bereitgestellte Wettkampfmunition. Ein 155-Grain-Geschoss, das für genau dies Distanz gebaut worden war. Und sie hatten verfehlt. Manche mehrere Meter. Die Scheibe stand dort und spottet, worin der Beobachter die Fellschuss MIT gleichgültige Stimme ansagte, linker Rand, 80 Meter tief, Erdwall, 10 Uhr. Es waren gut Männer und Frauen. Sie konnten ein Zielfernrohr auf den Virtual einstellen und die Software den Ken übernehmen lassen. Und genau das war das Problem. Nehmt das Glas weg, nehmt die ballistische Ab weg, und bittet sie, ein Fahren und ein Hitzwell MIT dem eigenen bloßen Ort zu lesen, und der Wind fraß sie lebendig. Der Wind auf diesem Schießstand kam durch ein lange Senke und bog einen niedrigen Kamm, und log. Sagte ein Seichen der Schussleine, und tat etwas anders draußen bei 600 Metern. Der young man, der war nicht Tobias, der Favorite, ein Präzisionsschützenpersönlichkeit MIT 200.000 followen, und einem Sponsorinaufnahme auf jeder Schulter war dem Ziel am nächsten gekommen.
Hat ein Kugel innerhalb von einem Meter in die Scheibe gesetzt, und die Mensch hat aufgekügt. War aufgestanden, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, der Wind sei unlesbar gewesen. Das war der Moment, in dem der alte Mann sich rouspert. Ich würde es gern versuchen. Die Linienkoordinatorin war eine Frau namens Daniela, Anfang 50, etwas grau in den Schlafen, die mehr Wettkämpfe geleitet hat, als sie zahlen konnte, und die schon lange gelernt hat, freundlich zu denen zu sein, die alle anderen abschrieben. Sie kauert sich neben seinen Stuhl. Mein Herr, der Versuch steht jedem offen. Es gibt eine Haftungsfreistellung. Sie hielt das Klemmbrett hin. Die draußen ist es weit. Das lügt innen nicht. Ich weiß, wie weit es ist, sagte Ernst. Nahm den Stift. Sein Hand war ruhig. Ich habe das früher beruflich gemacht. Tobias, der noch ein paar Schritt entfernt stand, lacht nicht grausam, nur jung, nur selbstsicher. Kein Respekt gemeint, mein Herr, aber ich habe gerade zwei gesunden Augen und einem nationalen Rekord einen Schuss auf einen Meter genau gesetzt. Sie haben ein Auge und ein Gelehen's Gehör. Ein Lachen ging durch die Mensch, und ein paar Handys kamen hoch. Der alte Mann biss nüchtern. Schaut nur diesem einen, blassen Auge zu dem Jungen auf und sagte etwas, das Lachen zuerst in der vordersten Reihe verstummen ließ, und die still sich dann, wie ein Welle nach hinten ausbreitet. San, ich habe immer nur eins gebraucht. Es gibt etwas, das jeder Schütze am allerersten Tag hinter Kimi, und Korn lernt noch vor dem Wind, noch vor den hohen Unterschieden, noch vor dem Lesen der Luftspiegelung. Noch vor oldem schließt man ein Auge zum Seelen. Man schließt das an der Auge und las das, gut die Leine durch die hinter die Opter, und über das Wordekorn zum Seel finden, und man lebt in diesem einen Auge, und nichts anderes auf der Welt existiert mehr. Ernst Mercer tat das, seit bever der Vaterdiocese Jungen geboren worden war. Das Marine Corps hat es ihm 18 Jahren auf einem Schießstand auf bekannte Entfernungen beigebracht, 300, 500 Meter über ein Visier, immer und immer wieder, bis das Gehör ein Teil seiner Hand war. Und dann hat das Corps eine Agenda hinschickt, wo es drauf ankam. Als also ein Morsesplitter sein links Auge auf einem Hügel auf halbem, wegem die Weltherren im Jahr 1969 nahm, war die grausam Rechnung dabei die, dass es das Auge nahm, das ohnehin schon geschlossen hielt. Die Klapp war auf diese Leine keine Behinderung. Sie war das Gegenteil davon. Sie war permanent. Sie blinzelt nahe im falschen Moment. Tranten nahe im grellen Licht. Muss nahe aufgefordert werden zu schließen. Hat den Mann begraben, der ihm dies Lection beigebracht hat, und war einen langen Weg gekommen, von einem Jungen ausgelacht zu werden, der dacht, die Augen wären das, was schießt. Daniela räumte die Leine. Tobias trat zurück, ein halbes Grinsen noch im Gesicht, die Arm verschränkt, filmend. Ernst ließ sich auf die Mat hinter dem Gehör herunter so, wie ein alter Mann sich ins Wasser lässt, langsam, bedächtig, Jeds Gelenk prüfend, bis ausgestreckt lag und sein Nocken den Boden fanden, und etwas in seinen Schultern abfiel und sich setzte. Beruht das Gehör einen Moment nicht. Schaut hinaus auf die 1000 Meter nichts zwischen ihm und der Scheibe. Auf halber Streck wird ein wirbelst orangefarben Windsock auf einem Masten der 500 Meter Leine, und jenseits, davon stieg die Luft vom Wasserboden in langsamen, vertikalen Wurmschlieren auf. Las es, wie an die Menschen ein Seat lesen. Die Fahne log. Konnte sehen, dass sie steif an der Leine herausstand, aber die Luftspiegelung dahinter wollte senkrecht nach oben. Das bedeutet, der Wind,
der Salti der Wind bei 600 und 800 Metern, wo das Geschoss langsamer werden und dumm werden und anfangen wird zu wandern hat aufgehört. Die Senke wechselt die Richtung. Hat ein Fenster, wir legt 30 Sekunden, bever zurückkam. Legte das Gür in sein Schalter. Fan seinen natürlichen Anschlagpunkt und richtet seinen ganzen Körper aus, nicht die Waffe, bis das Vorderkorn und jeden Muskelkampf ruhig auf der Scheibe hing. Atmet. Die Mensch war so still geworden, dass man den Wind gegen den Mars ticken hören konnte. Irgendwo klickte ein Handyverschluss, und Gemmen sichte EHNAB. Mercer ließ einen halben Atemzug heraus, und hielt das Ende davon an, und in der Langen still eins alten Herzschlags war nicht mehr auf der Ausstellung. War wieder 21, liegend in rotem Schlamm westlich von Anher, an einem Ort, den die Marines Arizona nannten. Und der Wind vom Fluss wechselt die Richtung, genau wie jetzt wechselt. Und ein Stimme neben ihm, ein jung Aus-Kohn, mit einem Fettmarkierer, und einem Biobatstungsglas, und einem Laken, das so laut war für einen Ort wie diesen, flüstert ihm Zahlen ins Ohr. Halbstrich halten, Gunny. Sie wird gleich nachlassen. Wort. Dieselbe Stimme. Dieselbe Wind. Dieselbe einzelne Atemzug. Wenn ihr auf einen Schuss gewartet habt auf den Körper, auf den Mann, auf das richtig schreibt den Namen Daniel in die Kommentar, bever ihr ein weiteres Wort lässt. Denn das war der Name des Jungen. Und in etwa 90 Sekunden werdet ihr verstehen, warum es wichtig ist. Brach den Schuss. Die war der Null flatsch und scharf über der Wust. Und dann der schlimmste Teil, der Teil, den kein Zielfernrohr und keiner abverkürzen kann, das war 10. Ein Kugel braucht fast 2 Sekunden, 1000 Meter zurückzulegen. Und dann muss das Geräusch des Stalls den ganzen Weg zurückkriechen. Und so atmet für 3 Sekunden nach dem Schuss niemand auf diese Leine, weil niemand es wusste. Tobias hat aufgehört zu filmen. Daniela hat die Hand vor dem Mund. Der alte Mann hat sich keinen Millimeter vom Gür wegbewegt. Dann kam es über die Beine zurückgerollt ein sauberes, helles Klang. Das unverwechselbar Lauten eines Treffers genau in der mit der Stahlscheibe. Die Scheibe schwangen ihre Kette 1000 Meter entfernt, und die gesamte Mensch explodiert auf einmal. Menschen schrien, sprangen auf, 200 Handys in die Höhe gereckt, filmen die leer Wust und die schwingen Scheibe und den alten Mann auf der Matt, der einfach sein eins Ord schloss und die Stirn gegen den Handrücken legte und die Schultern noch einen Zentimeter tiefer in den Boden sinken ließ. Feiert nicht. Für einen Moment sah aus wie ein Mann, der etwas absetzt, das 50 Jahre lang getragen hat. Das hat das in sein Soul. Der Schuss, der Scheck, der virale Clip. Aber es war keins wegen dem, warum hinteren End der Mensch stand. Ein Mann hat sich die letzte Minute lang durch die Leiber vorgebetet, breitschultrig, in den 50ern, im Sacco, mit einem Ausstellungsausweis den Hals, der Ehrengast trug. War an diesem Morgen der Hauptredner gewesen, ein pensionierter Marine Sergeant Major mit 3 Kampfvorzeichnungen und den Ordensbanden, die nahe zu zivilen Verenstoltungen trug. Sein Name stand im Programm, Sergeant Major Aaron Vance, USMC, pensioniert. Hat einen Namen auf einer Haftungsfreistellung gehört, 30 Sekunden vor dem Schuss und war weiß geworden. Und jetzt drängte sich mit sittenden Händen an die Front der Leine. Als Ernst Mercer sich auf die rollte und nach seinem Stock griff, stand der Sergeant Major über ihm, und der Sergeant Major konnte nicht sprechen. Die Mensch wird wieder still, verwirrt. Dann trat Gemmen zurück. Tobias senkte sein Handy. Gunny Mercer,
sagte Vance schließlich und sein Stimme brach beams weiten Wort sauber ins Way. Kam in Habtagstellung. Ein Sergeant Major, ein Ehrengast, der im Stab vor einem alten Mann in Strickjack und Klappstuhlstram stand. Und die jest breitet sich nach außen aus und Menschen, die keine Ahnung hatten, was sie sahen, begannen, eine nach dem anderen, ihr Hut abzunehmen. Feldwebel Ernst Mercer, 1. Marine Division, Aufklärer und Scharfschütz. Sie kennen mich nicht, mein Herr, aber ich habe mein ganzes Leben lang nach Ihnen gesucht. Ernst schaut zu ihm hoch, und etwas zog über das alte Gesicht hinweg. Vance, sagte Elise. Du hast 10 Augen. War mein Vater. Der Kiefer des Sergeant Majors arbeitet schwer. Daniel Vance, Gefreiter, wandte sich halb so ernst und halb so schweigenden Mensch, weil manche Dinge laut gesagt werden müssen, sonst zahlen sie nicht. Mein Vater starb 1969 im Arizona-Tal. Ich war via Monat alt. Mein ganzes Leben lang hat ich nur ein gefoltert Fahnen, einen Namen und einen Brief. Einen Brief von einem Marine, der schrieb, mein Vater habe ihn in einen Graben gestoßen, als die Mosergranaten einschlugen. Schrieb, mein Vater habe die Kugel abbekommen, die für ihn bestimmt gewesen war. Schrieb, es habe ihn ein Ort gekostet und Lebe, weil Daniel Vance es so gewollt hat, und Word es niemals würde sein. Vances Stimme brach vollständig. Unterschrieb jeden Brief gleich. Jeden Geburtstag, jeds Weihnachten ein Scheck. Jeds einzeln Jahr, von dem ich jetzt weiß, dass aus der Pension eins Feldwebels und ein Witwe und einen Jungen kam, den nie kennengelernt hat 56 Jahre lang. Ich kannte sein Gesicht nie. Ich kannte nur den Namen am Ende der Seat. Schaut hinunter auf das Gier, auf die Scheibe, die noch an ihrer Kette 1000 Meter entfernt tickte und Verstand. Und sagte es für all. Sie sind nicht wegen der 20.000 Euro hergekommen. Nein, sagte Ernst. Sollen sie innen, warum sie gekommen sind, Gunny. Und der alte Mann stand langsam auf, mit der Hand des Sergeant Majors unter seinem Arm, und dreht sich den Menschen zu, die ihn noch vor 2 Minuten ausgelacht hatten. Das Geld ist aufgebraucht, sagte schlicht. Ein Stipendium in Daniels Namen, für keine aus seiner Heimatstadt. Ich habe es so lange aufrechterhalten, wie ich konnte mit was ich habe. Ich bin 78. Ich wollte es auffallen, bever ich geha. Nickte hinaus zur Stahlscheibe. Dacht, ich hat noch einen guten Schuss in mir. Hat nicht damit gerechnet, dass sein Jung hier ist, es zu sehen. Für einen langen Moment ruht sich niemand auf diese Leine. Dann trat Tobias der Jung, der Favorite, der dem alten Mann gesagt hat, soll sich setzen vor. Sein Gesicht hat in den letzten 5 Minuten etwas durchgemacht, dem Mann nicht unverrandet herauskommt. Sagte nichts Kluges. Riss den Sponsorin offener von seiner eigenen Schulter den, der Mehrwert war als der Preis, und hielt ihn hinaus. Dann dreht sich zu der Mensch und den Kameras und sagte laut. Ich verdoppel es. Die 20.000. Ich verdoppel jeden Euro für die Stipendium. Und die Hafte der Lüt, die hier stehen, jemand gib mir einen Stift. Und sie taten es. Sie stellten sich an. Der virale Clip, der von diesem Schießstand kam, handelte nie vom Schuss. Ein Watch später hing ein neuer Plakat an der Wand eines Schießstandgeboards in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, neben einem verblesten Foto eines latschenden Jungen mit einem Fettmarkierer hinter dem Ohr.
Daniel Vance Gedächtnis von Stan darauf. Vollständig dotiert. Und die Menschen, die dort schießen die Jungen, die Ausrüstungsvernichten, die hinter Glas leben, die bekommen die Geschichte erzählt, bever sie ein Gür berühren. Sie bekommen gesagt, dass der Wind nicht käuflich ist. Dass die Augen nicht das sind, was schießt. Dass der Testmann auf der Leine selten, der Best auf IHA ist. Und dass man besser aufpassen sollte, wenn man sagt, soll sich setzen. Draußen in der Schussleine tickt die orangefarben Windsock noch immer gegen ihren Mast in einem wechselnden Wassenwind. Denselben Wind, den ein Ultramarine in 30 stillen Sekunden gelesen hat. Denselben Wind, den ein young AUS Cone vor 56 Jahren hindurchgeflüstert hat. Ein Gutsorge. Ein gehaltener Atemzug. Ein Schuss, abgeführt für einen Mann, der nach Haus kam. Wenn ich glaubt, dass die stillen Ansiren Respekt verdient haben, wenn ich glaubt, dass ein solche Schutzwort ist, ein Leben lang zu tragen, dann abonniert den Kanal, teilt dies mit einem Veteranen, durchs Verstet, und schreibt noch einmal Daniel in die Kommentar. Damit gehört das letzte Wort dieser Geschichte ihm.